Kennt ihr schon diese Tricks, wie ihr Waffeln richtig schön fluffig und weich bekommt? Bleibt dran und erfahrt, welche Tipps ich heute für euch habe. Zuerst treiben wir die 3 Eier in 2 separate Schüsseln. Das Eigelb geben wir in eine Schüssel und das Eiweiß in eine andere. Fügt eine Prise Salz und 1 Teelöffel Zucker zu den Eiweißen hinzu und schlagt sie steif. Das Eiweiß vorher steif zu schlagen hat viele Gründe. Zum einen bringen wir so Luftigkeit durch die vielen kleinen Luftbläschen in den Teig und die Waffeln gehen später richtig schön auf beim Backen. In einer anderen Schüssel geben wir 125 Gramm weiche, zimmerwarme Butter. Dazu kommt der gleiche Anteil Zucker, auch 125 Gramm, und ein Päckchen Vanillezucker, damit unsere Waffeln etwas mehr Aroma bekommen. Wer mag, kann auch Zitronen- oder Orangenabrieb oder sogar eine Prise Zimt in den Teig geben. Nun verrühren wir alles mit dem Handmixer, bis sich der Zucker aufgelöst hat und eine cremige Masse entsteht. Dann ist es auch schon Zeit, die 3 Eigelbe, die wir zuvor getrennt haben, hinzuzugeben und alles weiter mit dem Mixer zu vermischen. Wenn alles gut vermischt ist, verrühren wir 250 Gramm Mehl mit einem halben Päckchen Backpulver, also 1,5 Teelöffel, mit einem Löffel oder, um noch mehr Luft ins Mehl zu bekommen, mit einem Schneebesen, denn so muss ich das Mehl vorher auch nicht durchsieben. Die erste Hälfte dieser Mehlmischung gebe ich nun zu meiner Buttermischung. Wenn sich alles gut vermischt hat, gebe ich nun zuerst einen Teil der Milch hinzu, etwa die Hälfte. Alles gut verrühren und dann kommt die andere Hälfte der Mehlmischung hinzu. Weiter gut verrühren. Und dann geben wir die restliche Milch hinzu. Kurz verrühren. Und nun geben wir unsere Geheimzutat Mineralwasser hinzu. Das Mineralwasser enthält Kohlensäure, die den Teig schön locker und luftig macht. Wer kein Mineralwasser zu Hause hat, kann natürlich den Teil einfach durch Milch ersetzen. Alles gut verrühren und dann heben wir vorsichtig mit einem großen Löffel oder einem Teigschaber das geschlagene Eiweiß unter. Versuche so wenig wie möglich zu rühren, sondern nur so lange, bis du einen gleichmäßigen Teig hast. Und schon ist der Waffelteig fertig. Ich heize meinen Waffeleisen zuerst auf höchster Stufe vor und stelle es dann auf mittlere Stufe. Wenn du knusprige und dunklere Waffeln bevorzugst, stellst du dein Waffeleisen einfach auf höhere Stufe. Für mich reicht die mittlere Stufe, denn so bekommen sie eine goldene Farbe und bleiben schön luftig. Ich fette das heiße Eisen etwas mit Öl oder Butter ein und gebe dann ca. 1 bis 1,5 Suppenkellen in das Eisen und verteile es leicht. Dann schließe ich das Waffeleisen und eine Waffel braucht bei mir ca. 4 bis 5 Minuten. Das Lämpchen am Waffeleisen leuchtet grün auf, wenn die Waffeln fertig sind. Vorsichtig kontrollieren und dann öffne ich mein Waffeleisen und mit einem Teigschaber oder einer Silikonzange hebe ich die Waffel vorsichtig heraus. Die Waffeln gebe ich ausgebreitet auf einen Teller. Man kann mehrere Waffeln auch im Ofen bei 100 Grad warm halten oder sie einfach im Toaster warm machen. Oder noch einmal kurz auf niedrigste Stufe im Waffeleisen warm machen. Ich muss ja zugeben, dass ich beim Waffelessen eher ein totaler Langweiler bin, denn ich mag sie einfach und am liebsten nur mit Puderzucker. Diese Waffeln schmecken natürlich auch mit Zimt, Zucker oder einer Kugel Eis und frischen Beeren oder mit heißen Kirschen sehr gut. Wie mögt ihr eure Waffeln eigentlich am liebsten? Schreibt mir eure Lieblingskombi in den Kommentaren und dann probiere ich es aus. Übrigens hält sich der Teig im Kühlschrank und macht am nächsten Tag sogar noch fluffigere Waffeln. Die Waffeln kann man auch für 1 bis 2 Monate einfrieren, dann backt man sie einfach im Ofen auf oder gibt sie aufgetaut im Toaster. Viel Spaß beim Nachmachen!